Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute habe ich Nudelauflauf gemacht. Sehr einfach, lecker und gesund. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal die Zutaten für euch vorbereitet. Ich habe hier Goudascheiben, Knoblauchzehe, Kochschinken, eine Zwiebel, Eier, Parmesankäse gerieben. Dann habe ich Nudeln, Spiralnudeln habe ich genommen. Ich habe die schon gekocht, 12 Minuten etwa. Dann habe ich hier saure Sahne, Champignons und Salz und Pfeffer. Es geht los, wie immer, mit den Sachen vorbereiten, schneiden. Ach übrigens, ihr Lieben, es ist mir aufgefallen, dass 75% meiner Zuschauer, meine Besucher, noch kein Abo haben. So, da unten bitte ist der Button zum Abonnieren und die Glocke ist auch daneben. Aktiviert sie und seid dabei bei den nächsten Videos. Über euren Support würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Die Champignons schneide ich in dünne Scheiben. Dann die Zwiebel wird auch klein geschnitten und der Schinken. Gouda-Scheiben werde ich nur halbieren, weil das kommt oben drauf über den Auflauf. Die Champignons habe ich natürlich schon geputzt, abgetrocknet und jetzt werden die in dünne Scheiben geschnitten. In eine große Schüssel bereite ich jetzt die Soße vor. Ich habe hier schon die Champignons. Dann gebe ich auch noch die saure Sahne dazu. Ich presse die 2 Knoblauchzehe rein. Kommen die Zwiebel auch noch. Dann die 3 Eier. Salz und Pfeffer. Ich vermenge das erstmal und nachher kommt auch der Parmesankäse oben drauf. Und so sieht es aus. Wir sind jetzt bei dem letzten Schritt und ich muss jetzt die Form vorbereiten. Bevor wir das tun, dann möchte ich gerne meinen Ofen erstmal anmachen. Und zwar, das wird auf 170 Grad vorgeheizt, Umluft. Und in der Zeit bereite ich die Form vor. Kommen erstmal eine Schicht Nudel unten am Boden. Dann verteile ich hier über die Nudel Schinkenstücke. Dann mit einer Kelle gebe ich die Soße dazu. Wird auch gut verteilt überall. Dann kommt die zweite Schicht. Mache ich die Nudel oben drauf. So, dann kommt noch der restliche Stücke Schinken nochmal und der restliche Soße oben drauf. So sieht das Ganze aus. Jetzt kommt die Form in den Backofen für etwa 30 Minuten. Nachher nehmen wir kurz raus und dann die Goudascheiben kommen oben drauf noch. Und los geht's! Die halbe Stunde ist jetzt um. Jetzt kommen die Gouda-Stücke oben drauf. Und noch 10 Minuten in den Ofen lassen auf 180.
ich gerade dieses Mal. So, die Zeit ist jetzt um und wir wollen mal sehen, wie die Nudeln aussehen. Wow! Juhu! Oh, sieht so gut aus. So. Et voilà! Fertig ist das Abendessen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann abonniert mich. Aktiviert die Glocke, um die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!